Der Return ist einer der wichtigsten Schläge im Tennis. Umso wichtiger, sich vorher schon mal Gedanken zu machen, an welcher Position an der Grundlinie man diesen Ball ausführt. Im kommenden Video zeige ich dir anhand des Ampelsystems, wie ihr den perfekten Treffpunkt für euren Return findet. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Martin und in meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Tennistraining. Wenn dir das Video gefällt, dann lass mir doch ein Like da, abonniert meinen Kanal, drück auf die Glocke und dann verpasst du kein Video mehr von mir. Ja, in meinem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in eurem Training den Return effektiv üben könnt. Ich würde jetzt mal behaupten, ich gehe jetzt mal ein bisschen von mir aus, ich bin nicht der beste Aufschläger, aber ich glaube, der Return ist einer meiner besten Schläge. Deswegen zeige ich euch so ein bisschen, was so mein Erfolgsgeheimnis ist, einen guten Return zu schlagen. Und da müssen wir uns definitiv immer darüber unterhalten, über das Thema Vorbereitung. Ich gehe jetzt dafür mal an die Grundlinie und stelle mir jetzt vor, dass ich von drüben einen Aufschlag erwarte. Jetzt muss ich mir in der ersten Instanz erstmal überlegen, was wird mich für einen Aufschlag erwarten. Ich muss im Vorfeld versuchen, meinen Gegner natürlich zu studieren. Teilweise kann ich schon beim Einspielen sehen, ob mein Gegner ein guter Aufschläger ist. Aber spätestens im Verlauf des Spiels kann ich natürlich den Aufschlag meines Gegners entsprechend lesen. Und hier kommt das Ampelprinzip zu Trage. Also hier habe ich mir ein Ampelprinzip überlegt. Wir haben Rot, Gelb und Grün. Und ich muss, bevor ich meinen Return spielen möchte, muss ich mir überlegen, von welcher Position im Feld möchte ich jetzt meinen Return schlagen. Jetzt angenommen, ich habe einen sehr, sehr guten Aufschläger. Das merke ich schon, der erste Aufschlag ist sehr, sehr schnell. Da werde ich mich natürlich, wir haben hier, Rot ist relativ weit hinten, hinter der Grundlinie, Gelb ist auf der Linie und Grün ist im Feld. Da werde ich mich natürlich jetzt nicht auf Position Grün stellen und versuche quasi den Aufschlag, der vielleicht mit 180, 200 km/h vom Gegner kommt, im Feld zu spielen. Das heißt, ich gebe ein bisschen weiter nach hinten auf Position Rot, auf Distanz, damit ich mehr Zeit zum Reagieren habe. Wenn der Aufschlag sehr schnell ist und je weiter ich hinten stehe, desto mehr Zeit habe ich ja, um letztendlich zu reagieren. Also würde ich jetzt beispielsweise so anfangen, jetzt erwarte ich einen sehr schnellen Aufschlag vom Gegner, also stelle ich mich jetzt noch hinter Rot an, denn ich versuche, wenn der Gegner den Ball hochwirft, wenn er mit seiner Aufschlagbewegung anfängt, also beispielsweise anfängt den Ball zu tippen, dann irgendwann wird der Gegner mit dem Schläger nach vorne kommen und letztendlich den Ball hochwerfen. Wenn das passiert, dann ist das für mich der Start, mich zu bewegen und mich langsam an die Position vorzuarbeiten, auf der ich letztendlich meinen Split-Step machen möchte. Denn der Split-Step ist natürlich unerlässlich, um zu reagieren. Denn nur aus dem Split-Step komme ich schnell nach links oder nach rechts. Da ich jetzt weiß, dass ich jetzt schnell reagieren muss und ich den Gegner natürlich beobachte, fange ich an, wenn der Gegner den Ball hochwirft, mit kleinen Schritten nach vorne zu gehen. Jeder hat da so ein bisschen anderes Ritual. Manche gehen schon mit Split-Steps, 2 Split-Steps nach vorne. Bei mir ist es so, dass ich langsam mit ein paar Tippelschritten nach vorne anlaufe. Und kurz bevor der Gegner den Ball trifft, kommt letztendlich mein Step an der Position, wo ich den Ball letztendlich schlagen möchte. In diesem Fall haben wir einen schnellen Aufschlag vom Gegner erwartet. Jetzt müssen wir uns natürlich auch noch mal über die Position Gelb und Grün unterhalten. Bei Gelb kann es beispielsweise sein, dass der Gegner einen ersten Aufschlag hat, der aber nicht ganz so hart kommt. Ich muss natürlich sehen, was bringt es mir jetzt näher an der Linie zu stehen? Wenn ich mich näher an die Linie stelle, kommt der Ball natürlich auch entsprechend schnell wieder zurück. Das heißt, ich gebe meinem Aufschläger, der von da drüben aufschlägt, natürlich weniger Zeit, sich nach dem Aufschlag zum Ball von mir hinzubewegen. Das heißt, wenn ich den Ball aggressiv angehen möchte, kommt für mich die Position Gelb und Grün zu Trage. Wenn ich jetzt gelb bin, dann würde ich ungefähr einen mittelschnellen Aufschlag, vielleicht einen Slice-Aufschlag vom Aufschläger erwarten. Und wenn ich Position grün anlaufe, dann werde ich sehr wahrscheinlich einen zweiten, einen relativ harmlosen Ball vom Gegner erwarten.
wo es für mich natürlich nicht mehr so darauf ankommt, zu reagieren, also sich weit hinten hinzustellen, sondern wo ich attackieren möchte und letztendlich den Ball vielleicht sogar schon direkt, nachdem der Gegner den Aufschlag gespielt hat, als direkten Punkt verwandeln möchte. Ich möchte also den Gegner unter Druck setzen. Mit Hilfe dieses Ampelsystems kann man das wunderbar üben. Ich habe beispielsweise Spieler im Training gehabt, die mir schon gesagt haben, Martin, wir haben früher mal dieses Ampelsystem gemacht, seitdem stelle ich mir oder überlege ich mir immer vor dem Aufschlag der Gegnerin, des Gegners, wohin ich mich stelle, gelb, rot, gelb, grün. Daran könnt ihr auch farblich das gut oder können die Schüler sich das farblich gut vorstellen, wo sie sich am besten hinstellen. Jetzt ist natürlich eine Sache, die man dazu sagen muss, und hier unterscheidet sich der gute Aufschlag zwischen dem sehr guten Aufschläger. Wenn ihr einen sehr guten Aufschläger habt, dann wird es jemand sein, der variiert. Wenn ich ein guter Returnspieler bin und dieses Ampelsystem natürlich nehme, und dann erwarte ich ja innerhalb von irgendeiner bestimmten Zeit den Aufschlag an meinem Schläger. Wenn ich jetzt einen Gegner habe, der immer das gleiche Schema aufschlägt, also immer den ersten mit 200 km/h und den zweiten Aufschlag als Einwurf, dann werde ich relativ gut retournieren können und mich schön hier an das Ampelsystem halten. Rot und der Ball ist da. Und bei Grün, ja, wenn ich hier den Split Step mache, kann ich schön reingehen. Wenn ihr jetzt natürlich einen sehr, sehr guten Aufschläger habt, dann wird das natürlich deutlich schwieriger. Aber das ist natürlich dann auch eine Sache des Aufschlägers, dass er erkennt, dass dass ich mit dem Treffpunkt meiner Returns gut klarkomme und dann er seinen Aufschlag umstellt. Das kann natürlich sein. Das heißt, er schlägt beispielsweise den ersten Mal mit 200 auf und mal eben langsam. Und dann bekomme ich natürlich hier mit meinem Ampelsystem eventuell Probleme im Timing, im Treffpunkt, wo ich den Ball treffe. Ich erwarte einen schnellen Aufschlag auf Rot, er kommt aber eher langsamer und auf einmal habe ich eine Zeit mehr, also ist meine Zeit länger und dann wird der Return natürlich schwieriger. Das einfach nur mal kurz als Hinweis. Diese Übung natürlich perfekt zu lernen, wenn der Aufschlag relativ gleichmäßig kommt oder fast immer gleich. Erster Aufschlag schnell, zweiter Aufschlag langsam beispielsweise. Wenn der Aufschläger allerdings sehr gut ist, erkennt er das und er fängt an zu mixen. Und dann wird es für mich als Returnspieler natürlich immer schwieriger. Wie ihr das Ganze jetzt üben könnt, für euch im Tennistraining, zeige ich euch hier anhand von ein paar Übungen. Aufschlag nach dem Ampelsystem mit Ausspielen und so weiter und so fort. Viel Spaß mit den Praxisbeispielen.
Also mehr als 5? So, das war meine Übung zum Thema Ampelprinzip Return Training. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Ansonsten, wenn ihr das mal in eurem Training ausprobiert habt, dann schreibt es mir doch in die Comments, wie es gelaufen ist. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Video mit euch. Bis dahin, euer Martin.